Stell dir vor, du baust gerade deine Webseite auf und alles sieht super aus. Und plötzlich kommt eine Abmahnung. Warum? Wegen einem Bild, das angeblich kostenlos war. Damit dir das nicht passiert, zeige ich dir heute, worauf du achten musst, und ich stelle dir 3 Webseiten vor, wo du wirklich kostenlose und rechtssichere Bilder und Videos bekommst. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Katharina, ich bin Webdesignerin und Umsetzungsmentorin, und in diesem Video geht es darum, dass du lernst, wo und wie du die besten Bilder und Videos für dich und deine Webseite findest, damit du natürlich rechtlich abgesichert bist, weil es kann ganz schön teuer werden. Und ich stelle dir auch 3 Webseiten vor, die ich dir wirklich ans Herz legen kann oder legen möchte, wo du wirklich diese kostenlosen Bilder verwenden kannst, ohne Angst zu haben. Vorab eine Info, ich bin kein Anwalt, das ist jetziger Stand. Die Bedingungen können sich jederzeit ändern oder auch die Gesetze. Deshalb ist es jetziger Stand eine Empfehlung von mir. Die erste Webseite, die ich dir vorstellen möchte, ist Pixabay. Pixabay ist perfekt für neutrale, vielseitige Bilder, also zum Beispiel für Blogbeiträge oder Tutorials. Ja? Du darfst diese Fotos kostenlos und natürlich auch ohne Namensnennung Nennung verwenden und sogar kommerziell. Achte aber nur darauf, dass keine Logos oder Gesichter zu sehen sind. Da bist du eher auf der sicheren Seite. Und ich zeige dir das jetzt, wenn du oben pixabay.de eingibst, switcht er um auf Deutsch, ja, so dass du hier deutsche Begriffe eingeben kannst. Ich nehme jetzt mal Wellness zum Beispiel, ja, und gebe Wellness ein, und dann spuckt er hier so einige Wellness-Bilder aus. Was ich dir empfehlen kann, ist, dass du hier oben bei der Ausrichtung auf horizontal umswitcht. Warum? Weil du dann nicht immer diese vertikalen Hochkantbilder hast und die quadratischen oder rechteckigen viel besser auf der Webseite funktionieren. Solltest du dann aus welchen Gründen auch immer, weil du dein Design anders machst, vertikale Bilder brauchen, dann switch einfach um auf vertikale, und du siehst schon, dass du viele vertikale Bilder hast. Ja, so kommst du nicht in Versuchung, dass du, wenn du ein vertikales Bild toll findest, dass es nicht auf deiner Seite passt. Genau. Also ich spreche aus Erfahrung. Die zweite Seite, die ich dir empfehlen kann, ist pexels.com. Ja, da kannst du .com eingeben, sonst findet das nicht, und er switcht automatisch auf .de um hier oben. Und dann kannst du hier genauso zum Beispiel Wellness, ja, eingeben, und dann zeigt er dir auch verschiedene Bilder zum Thema Wellness. Was ich dir empfehlen kann, ist, wenn du jetzt hier auf Filter gehst, kannst du hier deine persönliche Farbe einstellen. Das heißt, deine Businessfarbe. Ja? Wenn du schon ein Logo hast und schon weißt, welche Farbe dein Business hat oder deine Webseite oder wie auch immer, dann gibst du hier, ich nehme jetzt mal meine, ja, gibst du hier mal die Farbe ein, und dann zeigt er so Richtung bläulich oder was zu blau passen würde, zeigt er die passenden Bilder, und das ist richtig genial. Und deshalb nutzt es auf jeden Fall, wenn er irgendwo ist. Ich meine, ich habe jetzt auch hier nicht alle Begriffe eingegeben, aber sollte er irgend so einen Mist rausspucken, dann lass die Farbe einfach weg und such manuell. Ja, das würde auch funktionieren. Pexels ist für moderne zum Beispiel Bilder, für natürliche, ja, es ist perfekt für authentisches Branding. Und deshalb ist Pexels mein Favorite, ja, kann ich dir nur empfehlen. Und da findet man auch coole Bilder. Wenn ich hier welche nicht finde, gehe ich auf Pixabay. Also ich nutze beides. Und genau, was das Tolle ist an diesen 2 Tools oder Webseiten, ja, du kannst hier, wenn du über ein Bild scrollst, siehst du, dass du in Canva das bearbeiten kannst, sowohl bei Pixabay, ja, hier unten oder hier und da, als auch bei Pexels, ja, und wenn du da draufklickst, dann switcht er um auf Canva, und bei Canva kannst du tatsächlich das Bild dann bearbeiten. Ja, du kannst es anpassen, du kannst einen Schatten einfügen, du kannst
irgendwelche Filter einfügen und so weiter und so fort. Dazu werde ich noch ein extra Video und Blogartikel machen. Deshalb ist wichtig nur für dich, dass du das machen kannst. Genau, das wollte ich dir einfach mal zeigen. Die dritte Webseite, die ich dir empfehlen kann, ist Unsplash. Unsplash.com. Da kannst du genauso hier Wellness eingeben. Und dann schauen wir mal, was er rausspuckt. Und da siehst du schon, gibt es auch gute, schöne Bilder. Ja, Unsplash ist eher so die Seite, wo so Emotionen zeigen möchte. Ja, es ist super für ästhetische Fotos oder ja, leider gibt es hier keine Videos. Die gab es mal, die haben die rausgenommen. Also die haben ja früher Videos gehabt. Und genau. Ich würde dir raten, egal ob jetzt bei Unsplash, Pexels oder Pixabay, wobei bei denen ist es jetzt nicht so schlimm, aber vor allem bei Unsplash, dass du auch keine Gesichter oder Markenprodukte siehst. Aber was Unsplash macht, es tut das, was nicht in dieser kostenlosen Variante ist, tut es sperren. Ja? Und du siehst, hier kannst du es runterladen und hier eben nicht. Dafür musst du bezahlen. Ja? Deshalb achte trotzdem bitte drauf, ob du es nutzen kannst. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und wie ich dir schon gesagt habe, ich bin kein Anwalt. Ja, es ist jetziger Stand. Das ist nur meine Empfehlung und es kann sich jederzeit ändern. Die Bedingungen der Seite oder die Gesetze oder was auch immer. Deshalb schau immer wieder nach, was in den Lizenzen steht oder was in den Bedingungen der Seite steht. Bedenke, dass Bilder nicht nur Deko sind. Ja? Sie transportieren nämlich Emotionen, sie zeigen deine Professionalität und sind ein wichtiger Teil deines Brandings. Ja, schau am Anfang auf diesen 3 Webseiten nach passenden Bildern. Manchmal kann es sein, dass es ein Weilchen dauern, bis du was Passendes findest. Ja, mein Tipp an dich: Such an einem anderen Tag, wenn es zu lange dauert. Weil wenn du in einer halben Stunde nichts findest oder beziehungsweise dich nichts anspricht oder eine Stunde, sagen wir mal so, dann wird es auch nicht wirklich was. Das ist nur verschwendete Zeit. Ja, versuch's an einem anderen Tag oder so. Oder mach eine Pause und dann guck später drauf. Ja, meistens passieren Wunder. Das glaub mir. Ich spreche aus Erfahrung. Und ja, jetzt weißt du, woher du die passenden Bilder bekommst und wie es rechtlich damit aussieht. Ja, ja, und jetzt verrate ich dir natürlich, wie du am besten deine Bilder optimierst, so dass deine Webseite schneller lädt. Das ist nämlich ein Vorteil, warum du die Bilder auch optimieren solltest. Ja, wenn du deine Bilder runtergeladen hast, dann kannst du sie mit der Squash.app in dieses WebP-Format umwandeln. Ja, das spart dir bis zu 80% Dateigröße. Perfekt für nämlich SEO und die Ladezeit. Ja, ich zeige dir jetzt kurz, was ich damit meine, welches Format. Ich ziehe jetzt mal einfach hier das Bild rein. Ja, und du siehst, das ist das Original links. Ja. Du kannst das hier hin und her schieben. Also ich sehe da keinen Unterschied, dass da Qualitätsverlust ist. Das ist wunderbar, aber kannst du immer testen, ob da ein Qualitätsverlust ist. Und du siehst 431 Kilobyte. Ja? Rechts kannst du hier bei Compress auf WebP umstellen. Ja? Und du siehst, dass er um 56% die Datei reduziert. Das heißt, anstatt 431 Kilobyte hast du 188. Das spart dir so einiges. Ja? Also bei Kilobyte ist jetzt noch nicht so wild, aber wenn es dann in die Gigabytes geht oder Megabyte, ja, das nächste ist Megabyte, dann kannst du da einiges sparen. Ja? Ja, und dann kannst du das einfach hier runterladen, klickst da drauf und ich würde es jetzt mal auf dem Schreibtisch, dass ich schneller finde. Ja, du tust es in deinen Ordner irgendwo rein. Genau, und dann kannst du nämlich in dein Dashboard reingehen. Unter Medien kannst du das entweder hier unter Medien hinzufügen, ja, weil ich es offen habe, ziehe ich es hier kurz rüber und dann hast du nämlich die Datei mit der geringen Größe hier in deinem Mediacheck. Ja. Was ich dir empfehlen würde, ja, dass du im Prinzip das Bild, also wenn du es runterlädst, speicherst so ab, wie was auf dem Bild zu sehen
ist. Ja, ich habe das als Wissensbibliothek genannt als Beispiel. Ja. Den Titel brauchst du nicht und Alternativtext würde ich einfügen und dann schließt du das Ganze und das war's. Das Wichtige ist, dass du einen Alt-Tag vergibst, ja, das ist für SEO nämlich super und natürlich der Dateiname wäre gut, wenn du den so abspeicherst wie dein Alt-Tag. Ja, dann ist es nämlich am besten und nicht Bildschirminfo oder was auch immer. Ja, das mag SEO sehr gerne. Ich hoffe, dir ist nun klar, wie du die passenden Bilder oder Video findest. Ja, achte aber darauf, dass deine Bilder stilistisch zueinander passen. Also zum Beispiel gleiche Farbtöne, Licht und Stimmung, weil so entsteht ein professionelles Gesamtbild und die Besucher erkennen deine Marke sofort wieder. Ja, nutze Pixabay und Pixels für Bilder und Videos und Unsplash vielleicht auch nochmal für Bilder. Genau. Und wenn du diese Schritte befolgst, bist du auf der sicheren Seite, rechtlich, technisch und optisch. Und das Beste ist dabei, dass du Zeit und Geld sparst, weil du keine teuren Stockfotos kaufen musst. Natürlich sind Stockfotos ein bisschen besser, aber für den Anfang reichen dir vollkommen diese 2 Webseiten oder beziehungsweise 3 und spiel ein bisschen damit rum. Also ich habe da ganz viele tolle Bilder gefunden und wenn du eigene Bilder hast, ist es umso besser. Und ich habe dazu noch einen Blogbeitrag geschrieben mit allen Links. Ja, du findest den unten in der Beschreibung, den füge ich hinzu. Dann kannst du das dir nochmal durchlesen von A bis Z. Da stehen noch ein paar weitere Details. Und ich würde mich freuen, wenn dir das Video geholfen hat. Lass gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal, damit du keine weiteren Tipps rund um die Themen Webdesign, Technik, Branding und vieles, vieles mehr verpasst. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Mach's gut. Tschüss.